Hey Leute, willkommen bei Lucky Recipes. Heute kochen wir zusammen die indische Nationalsuppe Mulligatawny. Mulligatawny gibt es in zwei Varianten. Es gibt einmal die Non-Veg-Variante mit Hühnerbrust und die Veg-Variante mit allerlei Gemüse und die kochen wir heute. Mulligatawny ist wahrscheinlich das bekannteste Gericht der anglo-indischen Küche. Man sagt, dass sich ein englischer Offizier aus Highbury eine Suppe gewünscht hat und sein südindischer Koch daraufhin angelehnt an die traditionelle Rassam-Suppe Mulligatawny entwickelt hat. Die Basis der Mulligatawny sind Linsen, die wir wie beim klassischen Dal zubereiten. Sprich, erstmal waschen, mit 600 ml Wasser gar kochen und dabei den Schaum entfernen. Während die Linsen kochen, können wir uns schon mal ums Gemüse kümmern. Brecht von eurem Blumenkohl etwa 100 Gramm Röschen ab und viertelt sie. Mit dem restlichen Blumenkohl könnt ihr unser Gobi Manchurian oder unser Aloo Gobi kochen. Link gibt's oben und in der Beschreibung. Die Karotten, Sellerie und Zwiebeln hackt ihr einfach grob klein. Wir gehen davon aus, dass die klassische Mulligatawny ähnlich wie Rassam mit Tamarinde gesäuert wurde. Aber als das Ganze dann in Großbritannien im 19. Jahrhundert populär wurde, hat man natürlich eine Alternative gebraucht, weil Tamarinde kriegt man da schwer. Und so hat es, glaube ich, der saure Apfel in die Tamarindensuppe, in die Mulligatawny geschafft. Und wir nehmen dafür heute einen Granny Smith. Na! Wo gehobelt wird, da fallen Späne. Sehr. Das ist immer das Problem, wenn man cool sein will fürs Video. Dann gehen auch mal gerne ein paar Sachen daneben. Mulligatawny leitet sich von den zwei tamilischen Wörtern Milagu und Tani ab. Das bedeutet so viel wie Pfefferwasser. Mit Pfefferwasser hat die Suppe aber nicht so viel zu tun, vielmehr ist sie abgeleitet vom traditionellen Rassam. Bratet erst die Zwiebeln glasig, dann gebt ihr das geschnittene Gemüse dazu und bratet es etwa 5 Minuten an. Heute ist auch eine Premiere für uns. Lucky Recipes gibt es jetzt mittlerweile schon seit fast 5 Jahren, aber mit dieser Currymischung haben wir bis jetzt noch nicht gekocht. Die Rede ist vom Madras Curry. Das ist eigentlich das bekannteste Currypulver hier in Europa, denn davon hat sich das klassische Currypulver, das hier so beliebt ist, abgeleitet und mit dem man auch die Currywurst würzt. Wer sie ein bisschen schärfer haben will, der nimmt statt normalen das Hot Madras Currypulver. Link gibt's in der Beschreibung. Übrigens, in Indien selbst spricht man gar nicht von Currypulver. Die verschiedenen Gewürzmischungen nennen sich Masalas und jede Region hat ihre eigenen Rezepte und jede Familie ihre streng gehüteten Mischverhältnisse. Je nachdem, was für ein Currypulver ihr holt, kann natürlich die Farbe von eurer Mulligatawny ein wenig abweichen. Schaut euch einfach das Endergebnis an und im Zweifelsfall könnt ihr mit ein bisschen Kurkuma nachhelfen. Gebt zum Gemüse noch einen Schuss Wasser und lasst alles 5 Minuten köcheln. Vielleicht habt ihr den Namen Mulligatawny schon mal gehört und könnt euch aber nicht genau erinnern, wo. Die Antwort könnte Silvester sein, denn Mulligatawny war der erste Gang, der beim Dinner for One serviert wurde und ist anscheinend auch das Lieblingsgericht der guten alten Miss Sophie und vielleicht ja auch ihr Schönheitsgeheimnis, warum sie 90 Jahre alt geworden ist. Jetzt, wo alles durchgekocht ist, entfernt das Lorbeerblatt und schüttet die Suppe mit Kokosmilch und Wasser auf. Wir pürieren jetzt die Mulligatawny, wir machen das nicht komplett glatt, sondern lassen noch so ganz kleine Chunks übrig. Das hat eine schöne Textur und das gefällt uns einfach besser.
Kocht die Suppe nochmal kurz auf und schmeckt alles mit Salz und Limettensaft ab. Bei Bedarf könnt ihr die Suppe auch noch ein wenig verdünnen. Traditionell isst man Mulligatawny mit Reis und schaut mal, wie toll man das Gericht anrichten kann. Eine super Vorspeise, wenn ihr jemand mit einem leckeren Dinner beeindrucken möchtet. Wir hoffen, das Gericht hat euch gefallen und freuen uns wie immer über eure Kommentare. Ansonsten sehen wir uns bei den nächsten Videos. Bis dahin, tschüss!